Ist die Allianz-Aktie momentan denn ein gutes Investment? Der Aktienkurs, der ist ja im Moment ein bisschen runtergegangen, während in den letzten Quartalszahlen am letzten Freitag eigentlich Rekordzahlen präsentiert worden sind. Dennoch haben wir gerade das Problem, sieht man hier bei Liberty Stock Markets, dass die Risikoprämien hochgegangen sind aufgrund der Kriegslage. Das kann schon mal ein Grund sein. Aber wir schauen da heute mal tiefer rein, auch in die Zahlen, schauen auf die Konkurrenten, wer hier auch der profitabelste Wettbewerber ist, so dass ihr am Ende entscheiden könnt, ob die Allianz für euch ein gutes Investment ist oder vielleicht sogar einer der Wettbewerber. Wie immer ist das hier natürlich auch keine Anlageempfehlung. Ich analysiere hier Aktien mit euch und ihr entscheidet bitte immer selbst, in was ihr investiert. Durch den Krieg im Persischen Golf, das sind ja momentan gerade auch Versicherer betroffen, die einen hohen Anteil an Marineschifffahrt auch versichern. Und hier sieht man aber bei Bowen AI, hier das KI-Tool von Investing Pro, dass Allianz nur ungefähr 2-4% ihres Geschäftsanteils auch Marinetransport versichert. Und hiermit ist Marine ein sehr, sehr kleines Segment. Andere Versicherer, die sind im Moment da stärker betroffen, wie Lloyd's of London, Norwegian Hull Club oder auch Guard. Also die haben da jetzt mehr mit zu kämpfen als die Allianz, die doch sehr stark diversifiziert ist. Durch ihre zwei großen Segmente, Schaden und Unfall, aber auch der ganze Lebensversicherungsbereich und Krankenversicherungsbereich, das ist schon eine starke Diversifizierung. Und eine Kriegssituation wird sich jetzt nicht auf alle Arten der Versicherung auch auswirken. Von daher ist die Allianz da eigentlich relativ breit aufgestellt und damit sicherer wie manch andere Spezialversicherer. Jetzt im Geschäftsbericht wurden ja Rekordergebnisse für das operative Ergebnis bekannt gegeben. Im Umsatz sieht man die Steigerung jetzt nicht so extrem, aber im operativen Ergebnis sieht man das hier auf den Charts auch noch mal ganz gut. In den letzten 5 Jahren allerdings im Schnitt ist der Umsatz sogar ein bisschen zurückgegangen, aber das operative Ergebnis halt stark angestiegen. Das heißt, beim 5-Jahres-CAGR, also im Durchschnitt auf die letzten 5 Jahre pro Jahr, ist das operative Ergebnis gar nicht so stark gestiegen, wenn man das relativiert. Und deswegen würde ich hier der Allianz auf meiner Punkteskala nur 1 Punkt vergeben. Auch im Vergleich zu den Wettbewerbern schneidet die Allianz hier beim 5-Jahres-CAGR gar nicht so gut aus. Denn alle anderen Versicherer, die Talanx mit 10,1%, die AXA als Anführer mit 16,9%, Generali mit über 8% und Zurich Insurance auch mit über 12%, hatten einen stärkeren EBIT-Wachstum auf die letzten 5 Jahre. Bezogen auf meine Punkteskala bekommt daher die Allianz 1 Punkt, die Talanx 3, die AXA 5, die Generali 2 und die Zurich 3. Und damit führt nach der ersten Kategorie erstmal die AXA. Schauen wir aber mal aufs Geschäftsmodell und vergleichen jetzt mal die Geschäftsmodelle der Unternehmen miteinander. Allianz ist ja einer der größten Versicherungskonzerne der Welt im Kerngeschäft in Schaden- und Unfallversicherungen, für Privat- und auch für Firmenkunden, aber sie haben als große zweite Säule halt auch die Lebens- und Krankenversicherung mit Fokus auf Altersvorsorgeprodukte und finanzieren sich auch noch über Asset Management. Und als Kernaussage kann man festhalten, dass die Allianz klassisches Versicherungsgeschäft mit einem großen Asset Management Arm auch kombinieren. Die Talanx dagegen ist auch ein deutscher Versicherungskonzern. Unter anderem gehört die HDI dazu. Sie sind aber eine Primärversicherung, aber auch eine Rückversicherung, denn die Hannover Rück ist ein Teil der Talanx. Und Hannover Rück ist auch ein großer Umsatztreiber für die Talanx im Moment. Und sie sind stark im Industrie- und Specialty-Versicherungsgeschäft. Und das ist quasi ein Mischmodell aus Versicherer und Rückversicherer mit starkem Industriegeschäft. Dann haben wir die AXA, das ist einer der größten globalen Versicherer mit Sitz in Frankreich. Die haben den Schwerpunkt Europa und USA, ebenfalls Schaden- und Unfallversicherung als Kerngeschäft, aber auch Lebens- und Krankenversicherung, also sehr ähnlich wie die Allianz. Sie haben ein starkes Firmenkundengeschäft und positionieren sich halt zunehmend als globaler Spezialist auch für Firmen- und Gesundheitsversicherungen. Als nächstes haben wir die Generali mit Sitz in Italien. Sie haben mehr den Schwerpunkt auf Lebensversicherung und Altersvorsorgelösungen. Und als zweites Standbein, was hier aber kleiner ist, die Schadens- und Unfallversicherung, aber auch ergänzt durch Asset und Wealth Management. Als Kernmarkt haben sie auch eher Europa, also Italien, Deutschland, Frankreich, aber auch Osteuropa. Und sie sind stark im Vorsorgegeschäft und kombinieren Versicherung mit Vermögensverwaltung. Zusammengefasst. Und als letzten Kandidaten hier im Vergleich noch Zurich Insurance aus der Schweiz, ebenfalls mit starkem Fokus auf Schaden und Unfall, auch stark im Firmenkundengeschäft und sie sichern auch Spezialrisiken ab und haben ebenfalls als zweite Säule Lebensversicherung und Protection-Produkte. Besonderheit ist hier, dass sie auch eine Partnerschaft mit Farmers Insurance in den USA haben
Und als Besonderheit ist hier noch, dass sie Beazley plc übernommen haben, erst vor Kurzem, und deswegen auch eine Kapitalerhöhung durchführen möchten, um das zu finanzieren. Beim Geschäftsmodell, das ist ja immer so eine subjektive Bewertung, da würde ich allen zwischen 3 und 4 Punkten geben. Generali jetzt nur 3, weil sie etwas weniger fokussiert sind und mehr so auf Altersvorsorge und Lebensversicherungsprodukte und damit weniger breit gestreut sind. Alle anderen bekommen von mir 4 Punkte. Und damit haben wir jetzt einen Zwischenstand. Es führt aber immer noch die AXA. Bei der Profitabilität sehen wir bei der Allianz einen positiven Trend in der operativen Gewinnmarge. Sie liegt aktuell bei 16,1%, war in der Vergangenheit auch immer etwas schwankend. Im Moment sind wir aber eher auf einem Höchststand. Die Eigenkapitalrendite sieht ebenfalls so aus. Mit 17,5% sind wir hier auch schon höher als die Jahre zuvor. Und auch beim Return on Invested Capital, der ebenfalls bei 16,1% liegt und damit ausdrückt, wie viel Prozent Gewinn das gesamte Kapital erwirtschaftet, bestehend aus Eigen- und Fremdkapital. Diese beiden Kriterien in der Bewertung würden für mich bei der Allianz beim Return on Invested Capital 4 Punkte ergeben. Das heißt, sie sind stark und haben auch klare Wettbewerbsvorteile. Und in der operativen Gewinnmarge bekommen sie von mir 3 Punkte, weil das auch ein solides Ergebnis ist, wettbewerbsfähig und ein gesundes operatives Geschäft symbolisiert. Im Vergleich zu den Wettbewerbern, wie sieht es denn da aus? Ja, bei der operativen Gewinnmarge ist tatsächlich auch Allianz der stärkste Kandidat mit 16,1%. Alle anderen liegen darunter. Am schwächsten ist hier aktuell die Talanx mit nur knapp über 10%. Bei der Eigenkapitalrendite und dem Return on Invested Capital, da hat die Zurich Insurance die höchste Eigenkapitalrendite mit über 25%. Und die Talanx dagegen den höchsten Return on Invested Capital, aber nur sehr knapp am höchsten mit 18,3%, denn am zweitbesten ist ja auch die Zurich Insurance mit 18%. Alle anderen liegen so im Mittelfeld, der schwächste ist hier Generali. Allianz liegt hier auch im Mittelfeld mit 17,5% Eigenkapitalrendite und 16,1% ROIC. Im Vergleich, wenn man das auf die Punkte anwendet, bekommen wir hier beim Return on Invested Capital jeweils 4 Punkte bei Allianz und bei der Talanx und bei Zurich Insurance 3 Punkte für die AXA und 2 bei Generali, und beim Return on Invested Capital, da bekommt jeder 3 Punkte, weil alle in der Range von 3 Punkten liegen. Also der Zwischenstand zur Profitabilität und zum Geschäftsmodell ist bis jetzt, dass die AXA immer noch leicht führt vor der Talanx und Zurich. Und Allianz und Generali sind hier tatsächlich momentan noch ein bisschen abgeschlagen, aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Wie ist dann die Belohnung für uns als Aktionäre? Und die Allianz zeichnet sich ja schon seit Jahren immer für Aktionärsfreundlichkeit aus. Der Vorstandschef, der Oliver Bäte, hat auch betont, dass die Aktionäre stark im Fokus stehen und man ein höheres, nachhaltiges und kapitaleffizientes Wachstum auch für unsere Aktionäre umsetzen möchte. Und sie verstehen sich jetzt nicht nur als Dienstleister für Kunden, sondern Investoren stehen stark im Fokus bei der Allianz. Und unter anderem werden wir als Aktionäre von der Allianz ja durch Dividenden belohnt. Und bei der Dividendenrendite haben wir aktuell 4,8%. Man sieht hier an der grünen Treppenstufe, dass auch meistens jedes Jahr kräftig erhöht wird. Auch jetzt ist wieder eine Erhöhung für Mai 26 angekündigt auf 17,10 €. Davor waren es 15,40 €. Das entspricht einem Wachstum jetzt im Vergleich zum letzten Jahr von 11,04%. Auf 5 Jahre im Schnitt hat die Allianz ebenfalls im Schnitt um über 12% gesteigert und auf die letzten 10 Jahre im Schnitt auf über 8%. Nur während der Corona-Zeit ist hier die Dividende mal gleich geblieben, aber ansonsten haben sie eigentlich jedes Jahr kräftig erhöht. 5 Jahre gab es deswegen eine Steigerung und aber seit 17 Jahren keine Senkung mehr. Im Moment, da der Aktienkurs so ein bisschen eingebrochen ist, ist die Dividendenrendite wieder ein bisschen angestiegen. Liegt zum einen am Einbruch, aber auch an der Ankündigung der nächsten Dividende. Wir waren davor so bei 4,2% Dividendenrendite ungefähr und jetzt haben wir wieder 4,8%. Von den Ausschüttungsquoten auf den Gewinn sind wir auch noch im gesunden Bereich mit 53,8% und auf den Free Cashflow schütten wir nur 19,8% aus. Das heißt, da ist auch noch Luft nach oben da. Wenn man jetzt die Eigenkapitalrendite von 17,5% berücksichtigt und das Geld, was nicht ausgeschüttet wird vom Gewinn, zurückfließen lässt ins eigene Unternehmen, bleibt eine nachhaltige Wachstumsrate, also eine Sustainable Growth Rate von
8,1% für die Allianz übrig. Ja, diese ganzen Dividendenkennzahlen inklusive der Sustainable Growth Rate schauen wir uns jetzt mal in der Punkteskala an. Hier bekommt die Allianz tatsächlich 4 Punkte bei der Dividendenrendite, weil sie über 4% liegt. Sie wäre schon fast bei 5 Punkten. Vom Dividendenwachstum vergebe ich ebenfalls 4 Punkte. Von der Ausschüttungsquote 3 Punkte. Und bei der Sustainable Growth Rate 3 Punkte. Das ist auch solide, gesundes, selbstfinanziertes Wachstum. Wenn man jetzt die Dividendenrenditen mal mit den Wettbewerbern vergleicht, sehen wir, in der Vergangenheit waren alle aber schon mal höher, sind dann runtergegangen und jetzt sind alle wieder so ein bisschen angestiegen, weil letztendlich alle Versicherer momentan ein wenig eingebrochen sind. Aber nur ein wenig, wie man sieht, denn im Schnitt ist hier die Dividendenrendite in den vergangenen Jahren durchaus schon viel höher gewesen und wir haben selbst bei der Allianz schon Renditen über 6 oder gar über 7% gesehen. Bei den Dividenden ist die AXA der Gewinner, denn AXA hat die höchste Dividendenrendite von 6%. Zurich die zweithöchste mit 5,6%, Allianz liegt mit 4,8% nur so im Mittelfeld, noch schlechter ist die Generali mit 4,2% und die Talanx mit 2,55%. Auch beim Dividendenwachstum sehen wir gute Werte. Da ist Allianz der stärkste Wert mit aktuell 11%, aber dicht gefolgt auch von der Talanx und auch von der AXA mit 10,29% und auch die Zurich mit 9,4%. Nur die Generali hat hier einen negativen Wert. Wenn man sich das jedoch anschaut, die hatte halt während Corona gesenkt und danach wieder kräftig angehoben. Also im Gesamtbild gibt es hier schon eine Steigerung, aber halt auf die letzten 5 Jahre im Durchschnitt durch diese Senkung in der Corona-Zeit spielt das hier noch mit ein. Sind wir insgesamt in einem negativen Bereich. Ich würde jetzt das aber mal außen vor lassen und hier jetzt keine 0 Punkte geben für die Dividendensteigerung. Einfach, wenn man sich den Verlauf ansieht, sie steigern in der Regel schon kräftig. Muss man halt auch berücksichtigen. Und hier bei der Ausschüttungsquote, dort ist die Talanx tatsächlich am besten, weil sie am geringsten ausschütten mit 35,3%. Alle anderen liegen so drüber. Im 50er-Bereich liegen Allianz, die AXA und die Generali. Und Zurich Insurance hat hier die höchste Ausschüttungsquote momentan von 75%. Bei der Sustainable Growth Rate, wer könnte denn am besten wachsen? Und hier sieht man theoretisch, die Allianz liegt so im oberen Mittelfeld mit ihren 8%, dicht gefolgt von der AXA, ungefähr genauso gut. Die Talanx hat allerdings eine nachhaltige Wachstumsrate, was sie intrinsisch theoretisch jedes Jahr wachsen könnte, von aktuell 12,55%, auch geschuldet der niedrigen Ausschüttungsquote. Ja, und die Zurich Insurance ist hier momentan der schwächste Kandidat. Der zweitschwächste ist die Generali. Liegen beide bei über 6%. Auf meiner Punkteskala alle Dividendenwerte inklusive Sustainable Growth Rate eingetragen. Danach bekomme ich folgendes Bild. Da ist immer noch die AXA der Gewinner, dicht gefolgt von Talanx allerdings. Danach kommen schon im Gleichstand die Allianz und die Zurich Insurance und Generali ist hier jetzt ein bisschen abgeschlagen. Ja, neben der Dividende belohnt unser Unternehmen ja auch häufiger durch Aktienrückkäufe und die Allianz hat erfreulicherweise jetzt wieder ein größeres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2,5 Milliarden Euro angekündigt. Man sieht ja auch im Laufe der Zeit, dass die Anzahl ausstehender Aktien immer geringer geworden ist. Aktuell wird hier bei Investing Pro eine Aktienrückkaufrendite von 0% angezeigt, aber das Programm ist ja angekündigt. Also Sie würden theoretisch auf den aktuellen Wert bezogen 0 Punkte kriegen. Die vergebe ich jetzt natürlich nicht, weil das Aktienrückkaufprogramm ja auch angekündigt wurde und man hier im Verlauf wirklich sieht, dass Sie regelmäßig Aktien zurückkaufen. Sieht man auch so ein bisschen bei den anderen Wettbewerbern, wenn man sich hier den Vergleich mal anschaut. Die Aktienrückkaufrendite lag so im Vergleich immer so bei 1-2%, beziehungsweise ist so ein bisschen durchmischt. Je nach Wettbewerber werden ab und zu mal Aktien zurückgekauft. Bei den Aktienrückkäufen kriegt deswegen die Allianz aufgrund der Rendite so im Mittelfeld, die lag so zwischen 1 und 2%, meistens 2 Punkte. Bei der Talanx war der einzige Wert, wo ich jetzt nicht so Aktienrückkäufe gesehen habe, 0 Punkte. Die AXA hat ein bisschen stärker so in den letzten Jahren zurückgekauft mit 3 Punkten. Generali liegt so ungefähr auf dem Niveau der Allianz, kriegt auch 2 Punkte und die Zurich ebenfalls. Also am Bild hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. AXA ist immer noch hier der stärkste Kandidat bis jetzt, dicht gefolgt von Allianz, Talanx und Zurich, die jetzt hier quasi Gleichstand haben und die Generali ist noch ein bisschen abgeschlagen. So, aber wie sicher wäre denn ein Investment in die Allianz? Gucken wir erstmal auf die Verschuldung.
Und da hier die Werte irgendwann aufhören auf dem Chart, habe ich mir jetzt direkt den Geschäftsbericht mal gezogen und dort die Zahlen raus entnommen. Und die Nettoverschuldung zum EBITDA betragen 1,2 Jahre, wie die Allianz quasi den EBITDA erwirtschaften müsste, um alle Nettoschulden zu tilgen. Und die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital beträgt 106%, also 1,06 € Schulden je Euro Eigenkapital. Von der Zinsdeckung sind wir hier allerdings besser geworden. Wir liegen aktuell bei rund 23%, ist schon ein guter Wert. Und der Free Cashflow, ja, der schwankt halt immer bei der Allianz, kommt auch so ein bisschen drauf an, wie viele Schäden auch gemeldet werden. Aber viel wichtiger bei der Sicherheitsbetrachtung von Versicherungen sind jetzt nicht die Verschuldungskennzahlen, sondern vor allen Dingen die Solvency II Rate, also wie solvent ein Unternehmen ist, auch Schäden letztendlich bezahlen zu können. Und hier liegen alle Unternehmen in einem guten Bereich, über 200%. Allianz auch so im Mittelfeld hat 218%, Talanx 210, AXA 220, Generali 214. Und den besten Wert hat hier Zurich Insurance mit 233%. Auf meiner Punkteskala ergibt das 4 Punkte für fast alle Unternehmen. Nur die Zurich hat über 230%, die bekommt hier 5 Punkte. Das ist schon ziemlich exzellent. Und damit haben wir jetzt tatsächlich AXA auch als Sieger meines Vergleichs aufgrund der Profitabilität, der Dividende und der Sicherheit. Und Zurich hat hier den zweiten Platz. Also die AXA hat 37 Punkte, die Zurich 33, die Talanx 32, Allianz 32 und Generali 28. Also ist die Allianz gar nicht der beste Kandidat unbedingt. Er schneidet aber auch nicht schlecht ab, weil 32 Punkte von 50 immer noch ganz okay sind. Wenn ihr euch mal zurückerinnert an meine letzten Videos, wo ich Konsumgüterunternehmen verglichen habe, General Mills und so weiter, die hatten alle nur so 25 bis maximal 27 und deswegen sind hier alle Versicherer schon mal solider aufgestellt. Jetzt kommen wir aber mal zur Bewertung der Allianz-Aktie und auch der Bewertung der Wettbewerber. Und zuerst schauen wir mal auf den Buchwert, was auch noch so ein Mix aus Sicherheit und Bewertung ist. Denn der Buchwert je Aktie liegt hier bei 165 € und der Substanzwert liegt bei 116 €. Der Aktienkurs bei 352. Das heißt, im Verhältnis haben wir einen relativ hohen Buchwert und auch einen Substanzwert. Vor allem ist der auch positiv. Es gibt ja viele Unternehmen, die durch viele immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Patente oder vor allen Dingen auch Goodwill hier einen negativen Substanzwert haben. Aber hier bei der Allianz sieht das alles in Ordnung aus. Die Kurve geht auch gerade wieder nach oben. Vom Buchwert her haben wir hier ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 2,1 bei der Allianz und ein KGV von 12,7. Aber ob das günstig ist, sehen wir jetzt nur wieder im Vergleich zu den Wettbewerbern. Und hier ist tatsächlich die Allianz im Mittelfeld mit ihren 12,7er KGV. Talanx ist noch ein bisschen günstiger mit 11,6. Am günstigsten bewertet ist aktuell die AXA mit 8er KGV, Generali und Zurich sind ein bisschen teurer mit über 13 bzw. Zurich mit fast 15. Von dem Kurswachstum und dem Total Return sehen wir bei der Allianz, dass sie schon lange seitwärts gelaufen ist und jetzt eigentlich langfristig immer noch einen Aufwärtstrend hatte, nur jetzt im Moment wieder ein bisschen abgefallen ist. Also wir sind schon auf einem recht hohen Niveau, hätten deswegen aber auch auf die letzten 10 Jahre mit Dividenden 212% Total Return erfahren. Ohne Dividenden reines Kurswachstum immer noch 142%. Und auf die letzten 5 Jahre hätten wir auch noch ein Wachstum von 66% reines Kurswachstum und mit Dividenden 94,6%. Also Dividenden spielen schon bei der Allianz auch eine wichtige Rolle für den Total Return. Bei den Wettbewerbern sehen wir allerdings, die Allianz hat gar nicht so gut abgeschnitten, denn andere hatten noch ein stärkeres Wachstum bzw. hatten einen stärkeren Total Return generiert. Die Talanx hier an der Spitze mit 219,1% auf die letzten 5 Jahre. AXA 107%, etwas besser als die Allianz. Generali schon viel besser mit 141,2%. Nur die Zurich Insurance, die liegt noch schlechter als die Allianz mit 67,9% Total Return. Von der Fair Value Betrachtung haben wir hier tatsächlich gerade eine relativ faire Bewertung der Allianz. Immer noch ein kleines Downside, aber diese minus 3% würde ich jetzt mal ignorieren. Alles so plus minus 5% ist eigentlich fair. Die Kursspanne der Analysten, die bewegt sich allerdings zwischen 325, also ein bisschen günstiger als jetzt, und 504 €. Und hier im Durchschnitt eher so 393 €. Also Analysten sehen hier durchaus noch Potenzial nach oben.
Und die Berechnungsmodelle, die sehen halt 'n leichtes Downside, allerdings haben wir hier nur 3 Modelle, die das bewerten. Wie sieht das denn bei den anderen aus? Ja, hier haben wir tatsächlich, bei der Talanx 'n ähnliches Bild. Hier sehen ebenfalls die Fair Value Berechnungen 'ne kleine Überbewertung, aber eigentlich auch fair von 3,9%, während da die Analysten nur 6% Kurs nach oben sehen. Die AXA wird 'n bisschen optimistischer noch betrachtet. Hier liegt das Fair Value Upside von Investing Pro im positiven Bereich, plus 5,7% Upside-Potenzial. Analysten sehen sogar über 21% Kurspotenzial nach oben. Bei Generali, da haben wir 'n Fair Value Berechnung 15% Upside. Analystenschätzung gibt's hierzu jetzt hier nicht. Und Zurich Insurance, die haben -10% quasi Downside-Risiko aufgrund der Berechnungsmodelle und Analysten sehen aber über 4% Kurspotenzial noch nach oben. Also bei Zurich Insurance sind sie am wenigsten optimistisch und bei AXA quasi am meisten. Charttechnisch gesehen schauen wir jetzt mal rein zu Liberty Stock Markets. Die haben auch selber ein Depot, wo man auch die Transaktionen, die Nachkäufe und die Verkäufe sehen kann und auch zu all ihren Aktien eine Analyse, ebenfalls eine technische Analyse. Die Allianz ist derzeit noch nicht im Portfolio, aber auf deren Watchlist. Und wenn man sich hier mal die Analyse anschaut, dann sehen wir, dass wir höchstwahrscheinlich noch ein klein wenig abrutschen werden, weil wir gerade wieder auf diesem Downside-Trend sind. Wir könnten so in die Kursspanne zwischen 306 und 332 € laufen. Dort wäre dann aber hier ein Wendepunkt prognostiziert, nachdem es wieder hochgehen könnte bis auf 470, 485, wo es dann wieder runtergehen könnte auf das nächste niedrige Feld hier mit 413. Aber erstmal ist das erste hier relevant, also es kann durchaus noch runtergehen. Und in diesem Feld so zwischen 306 und 322, also so eher im Schnitt bei 321 €, da könnte sich das dann so ein bisschen wieder drehen und wir könnten wieder nach oben schwanken. So ist hier die technische Analyse von Liberty Stock Markets. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich habe euch da auch jetzt einen Link unten platziert und über meinen Code Nicole bekommt ihr auch 10% Rabatt, falls ihr euch dafür interessiert. Ist ein neuer Kooperationspartner von mir, der vor allen Dingen dabei helfen soll, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man Aktien jetzt auch kaufen könnte. Und das ist eher so als Ergänzung zu sehen zu anderen Analysetools. Und das Tool, mit dem ich ja hauptsächlich all meine Aktien analysiere, ist ja investing.com beziehungsweise die Investing Pro-Version davon, mit der wir hier wie bei der Allianz jetzt hier Metriken anschauen können, aber durch die ProPix KI halt auch KI-Modelle sehen, die Aktien auswählen mit dem Ziel, die Indizes outzuperformen. Wir schauen mal wieder auf den Alpha Germany Select rein, weil das wird monatlich aktualisiert, was jetzt im März dabei ist. Und hier ist jetzt die CTS Eventim AG neu dazugekommen. Hier sieht die KI halt großes Potenzial, die Evonik, die Fresenius, Traton oder auch die Merck KGaA ist dazugekommen. Und noch ein paar andere sind aber auch entfernt worden, wie die Hochtief AG, die Deutsche Börse, die BMW, TKMS und auch Siemens Healthineers. Ja, auch hier über das Tool bekommt ihr 15% extra über meinen Link, ist ebenfalls unten verlinkt. Und wichtig ist noch, es gibt jetzt die Woche, ich glaube vom 16. bis zum 19. auch ein Flash-Sale, wo es 55% Rabatt gibt bei Investing Pro. Und meine 15% kämen dann nochmal extra. Also schaut euch auch das gerne mal an. Als Fazit zur Allianz kann ich festhalten, es ist kein schlechtes Investment. Der Zeitpunkt ist jetzt auch nicht besonders schlecht, um mal aufzustocken. Allerdings nicht gut genug, um jetzt eine große Position oder eine Einmalposition aufzubauen. Da würde ich wirklich noch warten und noch mal einen Moment, ja, die Situation einfach checken, wie sich auch die Lage im Nahen Osten beziehungsweise die Kriegslage aktuell so entwickelt. Weil da sehe ich schon noch ein Risiko für die Versicherer, dass auch die Kurse noch mal ein bisschen runtergehen könnten und auch die Kriegsprämien quasi nach oben gehen. Allerdings die Allianz ist für uns in Deutschland ein recht gutes Investment, weil quellensteuerbefreit, deutsches Unternehmen. Die AXA hat in meinem Vergleich noch ein bisschen besser abgeschnitten, ist allerdings ein französischer Konzern mit französischer Quellensteuer, die man sich dann umständlich zurückfordern muss oder dafür Gebühren bezahlen muss, dass das ein Tool übernimmt. Von daher ist die Allianz wahrscheinlich für uns noch das attraktivere Investment. Die Talanx ist auch ganz spannend, die hat die größten Wachstumsaussichten aktuell noch. Und auch mit der Hannover Rück in Begriffen ist vielleicht auch eine schöne Alternative für Leute, die Rückversicherer für ihr Portfolio suchen, aber nicht alleine die Hannover Rück oder die Münchner Rück haben wollen, sondern mit dem Talanx hat man halt auch noch so ein Kombigeschäft aus Rückversicherung und Erstversicherung, vor allen Dingen über die HDI. Ich selber habe die Allianz auch im Portfolio, deswegen noch mal kurz
das, wie ich im Moment agiere, aber bitte nicht nachmachen, ist meine Meinung, meine Entscheidung, keine Anlageempfehlung. Ich stocke sie im Moment per Sparplan einfach zweiwöchentlich auf mit 'nem kleinen Betrag. Ich habe ja sowieso so 'n Vorgehen bei meinen Einzelaktien, dass ich sie alle relativ gleichgewichte und immer einfach die untersten vom niedrigsten Portfoliowert per Sparplan regelmäßig aufstocke, bis sie irgendwann so 'n Zielwert erreicht haben. Diesmal ist halt die Allianz mit dabei bei den untersten Unternehmen, die am meisten abgeschlagen sind, mit noch 'n paar anderen. Deswegen werden die einfach grade aufgestockt. Aber ich mache jetzt auch kein Einmalinvestment, weil ich kaufe einfach mit dem sinkenden Kurs einfach immer stückchenweise dann mit und stocke somit die Allianz auf. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Investment und ich möchte sie auch weiter ausbauen, von daher passt das jetzt für mich so. Ja, schreibt mir gerne mal, was ihr von der Allianz gerade haltet und auch von den Risiken, die jetzt durch den Krieg entstehen könnten auf die Versicherer. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Bis dann und ciao, ciao.